Moin Moin, heute mal ganz in Zivil. Dieses Mal sehen wir uns etwas schneller wieder, da mich unzählige Mails und Kommentare erreicht haben, wie und aus welchen Gründen ich die Kraftstoffanlage geändert habe. In diesem Video versuche ich die wichtigsten Bauteile und deren Funktion zu erklären. Los geht's! Wie man das nicht schwer erkennen kann, die Anlage besteht aus zwei Tanks mit jeweiligen Fassungsvermögen von 300 Liter. Also ich habe insgesamt 600 Liter Diesel mit. Hinten sehen wir die neuen Tanktraversen und auch die Abstandhalter. Die waren notwendig, weil die Abgasanlage hier am Rahmen entlang verläuft. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da sitzt ja auch der Endschalldämpfer. Deswegen musste ich die Tanks etwas weiter nach links positionieren, damit ich die Abgasanlage nicht verändern muss. Hier sehen wir die 4 Kugelhähne. Noch ist das alles ein Provisorium, da der Staukasten an dieser Stelle fehlt. Ich habe im letzten Video ja erwähnt, dass an einem Zwischenrahmen hier noch seitliche Ausleger rankommen. Und genau diese fehlen jetzt momentan, um den Staukasten hier befestigen zu können. Was wir hier sehen, sind die neuen Tankgeber. Also jeder Tank hat natürlich einen separaten. Das ist auch alles soweit angeschlossen, auch die Elektrik. Die ganzen TK-Ladenleitungen, die sind neu gekommen. Ach ja, was ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, in demselben Staukasten, da wird auch ein SEPA 2000 Filter verbaut und auch eine Handpumpe, um im Fall der Fälle Diesel direkt von hier aus Richtung Motor befördern zu können. Jetzt kommt ein bisschen Theorie, und zwar die Hintergründe oder meine Gedanken, die mich dazu bewegt haben, diese Arbeit und finanzielle Investitionen zu tätigen. Der wichtigste Grund ist relativ einfach. Ein Fahrzeug der Feuerwehr hat nicht allzu großen Tank. An meinem Fahrzeug, jetzt an dem V8 Deutz Motor, waren es 120 Liter Fassungsvermögen. Es reicht zwar locker für die kurzen Einsatzfahrten der Feuerwehr, aber in der Wüste Marokkos oder in der Mongolei könnte diese geringe Reichweite echt zu einem Problem werden. Da halt die Tankstellen in diesen Regionen, in diesen abgelegenen Regionen halt ein bisschen seltener vorkommen wie bei uns hier vor der Haustür. Ich wollte auch keinen 600 Liter Tank, sondern 2x300 Liter Tanks haben. Natürlich war das kostenintensiver, keine Frage. Der Gedanke dahinter ist recht einfach zu erklären. Ist ein Tank von diesen beiden defekt, durch einen Steinschlag oder durch sonstige Beschädigung, habe ich immer noch die Möglichkeit, auf den Tank 2 umzuschalten, um meine Fahrt dann fortführen zu können, ohne meine Reichweite da sehr einschränken zu müssen. Auch wenn man minderwertigen Kraftstoff erwischt hat oder gar Dieselpest, ist man auf der sicheren Seite. Es sei denn, man befüllt beide Tanks gleichzeitig, was ich nur dann machen würde, wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass der Kraftstoff, den ich gerade tanke, von guter Qualität ist. Zu den Tanks selber ist nicht viel zu sagen. Das sind Stahltanks. Die Höhe habe ich so ausgewählt, dass das Verteilergetriebe immer noch der tiefste Punkt an einem LKW ist und ich immer noch die Möglichkeit habe, hier bequem zu tanken. Ursprünglich standen die Tanks natürlich über dem LKW-Rahmen, das heißt natürlich, die standen über dem LKW-Rahmen, aber ich wusste, dass ich einen Zwischenrahmen kriege von 160 mm Höhe. Insofern war da ein bisschen Spielraum, das heißt, ich konnte die Tanks etwas höher setzen wie der eigentliche Rahmen, um halt Bodenfreiheit zu gewinnen und trotzdem bequem die Tanks befüllen zu können. Klar hätte man Alutanks oder gar Tanks aus Edelstahl nehmen können. Ich habe mich für Stahl entschieden, da ich der Meinung bin, falls mal einer der Tanks defekt ist, durch äußere Beschädigung, kann ich den vielleicht sogar mit eigenen Mitteln reparieren.
oder beziehungsweise fast überall auf der Welt kann man so einen Tank auch mit Schutzgasschweißgerät schweißen, wenn man schweißen kann. Die Tanks, die stammen ursprünglich von einem MAN oder sind eigentlich für MAN-Fahrzeug gebaut, ziemlich frischen Baujahres. Modell weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber auch die Beschaffung, falls man so ein Tank kaputt ist oder durchgebohrt ist oder durchgerostet ist, die dürfte relativ einfach sein, weil es, wie gesagt, recht moderne Fahrzeugbaureihe ist, von der die Tanks kommen. Da ich aber jetzt in so einer Situation nicht unbedingt die Tankkonsolen und so weiter alles ändern möchte, habe ich halt mich dazu entschlossen, neuere Tanks zu nehmen, um halt bei Bedarf ohne weiteres so einen Tank tauschen zu können. Ja, zu den Konsolen, da möchte ich auch noch was sagen. Es sind Universalkonsolen, das heißt, da sind keine Bohrungen vorgefertigt für die Befestigung am Rahmen. Das heißt, ich musste da durchbohren. Auch die erste Tankkonsole, die ist mit dem Batteriekasten bzw. mit der Konsole des Batteriekasten, die ist miteinander verschweißt. Zeige ich euch mal eben. Hier unten sieht man die Streben, die halt von dem Batteriekasten zu der ersten Konsole des Tanks führen. Die sind miteinander verbunden. Hier fehlt noch ein Winkel, damit ich hier keinen Schmutzfänger gebaut habe, sondern hier wird das noch abgeschlossen, so dass der Dreck, der eventuell vom Vorderreifen hochgeschleudert wird, nicht sich hier unter den Tank sammelt, sondern fällt hier einfach dann von diesem Winkel ab. Klar, hier. Durch aber diese Bohrungen für die Befestigung der Konsolen war natürlich der originale Rostschutz hin. Da ich überhaupt kein Freund vom Rost bin, bin ich den Weg gegangen, habe die Tankkonsolen sandstrahlen lassen, weil da so eine Hammerschlagfarbe drauf war und die Verzickerei, die nehmen sowas nicht an. Also ich habe die sandstrahlen lassen, auch den ganzen Batteriekasten und habe das im Nachhinein verzinken lassen. So habe ich jetzt Ruhe. Hier unten die Platte, das ist eine Aluplatte, das ist ein schlichter Tankschutz, damit hier Gegenstände und so weiter nicht hochfliegen können, beziehungsweise wenn die hochfliegen, dass sie nicht direkt an die Tanks rangehen. Der originale Tank bei diesem Fahrzeug befand sich auf der Beifahrerseite. Ich habe mich bewusst für die Anbringung der Tanks auf der Fahrerseite entschieden, da ich im Bereich des Eingangs, also Eingang vom Koffer, der sich auf der Beifahrerseite befinden wird, und auch die Markise, die auf der rechten Seite drankommt, da möchte ich halt vermeiden, dass die Ausdunstungen aus dem Tank, Dieselgeruch und so weiter auf der Seite direkt vor der Nase sind. Deswegen habe ich die Tanks nach links verlegt. Ein weiterer Vorteil, den ich mir dadurch verspreche, das Betanken an sich. Auch wenn man alleine unterwegs ist, ich kann durch das Öffnen der Tür, kann ich ungefähr, ja was heißt ungefähr, also recht genau einschätzen, wo meine Einfüllstutzen sind. Und somit habe ich an der Tankstelle halt ein leichteres Spiel, als wenn die Tanks jetzt auf der rechten Seite sich befinden und ich dann irgendwie mit einem Spiegel variieren muss, wo befindet sich jetzt mein Einfüllstutzen. Hier kann ich das sofort sehen. Ja, als ich die Tanks nach links verlegt habe, hatte ich natürlich die Möglichkeit gehabt, einfach die Leitung von einem alten Tank zu verlängern und zu diesen Tanks bzw. zu den 3-Wege-Ventilen zu führen. Und wäre ich quasi mit fertig gewesen. Den Weg habe ich nicht gewählt, Gott sei Dank, weil als ich die Leitung ausgebaut habe, die ist im Rahmen verlegt, habe ich festgestellt, dass da viele Druckstellen und Steuerstellen schon vorhanden waren, wo ich dann gesagt habe, Gott sei Dank, du hast die richtige Entscheidung getroffen und investierst ein bisschen mehr an Arbeit. Dafür hast du aber komplett neue Leitungen. Ich habe mich bewusst für wieder Tekalan entschieden. Erstens habe ich Vertrauen in diese Leitung, da die Leitungen, die da verbaut waren,
Die sind über 30 Jahre alt, haben immer noch gehalten. Wie gesagt, Druckstellen, Scheuerstellen, das lässt sich nicht vermeiden. Was noch dafür gesprochen hat, man benötigt eine spezielle Zange, einen Hammer, Schraubzwinge, passende Schneidringe und vielleicht ein Mutternsortiment bzw. Anschlüsse, und schon ist man in der Lage, selbst in der Tundra meinetwegen so eine Leitung flicken zu können. Und das war mir halt wichtig, weil ich möchte mit dem Fahrzeug auf keinen Fall vom Campingplatz zum Campingplatz fahren, sondern ich möchte da wirklich Offroad-Fahrten mit unternehmen und auch außerhalb der Europa. Bei der Rücklaufleitung gab es übrigens auch was sehr Interessantes zu entdecken. Es gibt nämlich zwei Rücklaufleitungen bei dem Fahrzeug. Wie es bei den anderen Motoren ist, kann ich allerdings nicht sagen. Hier sind auf jeden Fall zwei Stück verbaut. Eine, ich meine 6 mm und eine 10 mm Leitung. Die 6 mm Leitung, die geht von den Düsen, von den Kraftstoffdüsen direkt in den Tanks wieder zurück. Und die 10 mm dicke Leitung geht von der Einspritzpumpe nach vorne, wo sich unterm Fahrerhaus ein kleiner runder Tank befindet. Und ich war erst überfragt, wofür der überhaupt gut ist. Dann habe ich mich ein bisschen informiert. Das ist eigentlich ganz einfach. Also der wird über den Rücklauf befüllt, dieser Tank, und von dem Tank ist die Webasto-Standheizung, die im Fahrerhaus verbaut ist, da ist die von angeschlossen. Und zwar ist das so entstanden, es gab wohl Situationen, wo eine Standheizung einfach vergessen wurde, beziehungsweise angeblieben ist und lief dann tagelang und hat den kleinen 120 Liter Tank leer gezogen. Um dem zu vermeiden, hat man über einen Rücklauf einen kleinen Tank vorne eingebaut, der befüllt wird. Wenn dieser leer gesaugt ist, dann geht die Heizung einfach aus und das Fahrzeug bleibt aber trotzdem beim nächsten Einsatz startklar und einsatzfähig. Ja, nachdem die Tanks befestigt waren, habe ich die Spritzufuhr des Motors, also zweimal Rücklauf, und die Spritzufuhr für die Dieselheizung im Wohnkoffer durch 4 Kugelchen in der L-Art-Ausführung bestückt, weil es einfacher zu handhaben war. Man hätte auch die T-Hähne nehmen können und die halt passend drehen. Ich habe mich für die einfache Ausführung entschieden. Diese 4 Kugelhähne gewährleisten, dass ich variabel mit dem Rücklauf umgehen kann. Das heißt, ich kann hier aus dem ersten Tank Sprit entnehmen und, sage ich mal, in den zweiten in den Rücklauf reinpumpen. Muss man natürlich aufpassen, dass er nicht zu voll wird und überschwappt. Genauso habe ich die Möglichkeit, von hier den Motor zu verspeisen und aus dem hinteren Tank zum Beispiel meinen Koffer zu heizen. Das ist alles so variabel gestaltet, dass ich ohne weiteres durch die Stellung der Hähne das wählen kann. Ich habe mich auch bewusst gegen die magnetgesteuerten Ventile entschieden, weil ich in meinem Kfz-Leben festgestellt habe, dass Bauteile, die elektrisch angesteuert werden, doch um einiges anfälliger sind wie rein mechanische Bauteile. Insofern habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt das Fahrzeug betanke, kann ich eben die Hähne passend stellen. Oder wenn jetzt Tank 1 während der Fahrt zu Neige geht, kann ich immer noch rechts ranfahren, eben die Hähne umstellen und meine Fahrt fortführen. Ja, wie schon erwähnt, die hinteren Leitungen, also die Dieselleitung, das ist erstmal alles provisorisch, das kommt da vernünftig verlegt. Was allerdings fertig ist, sind die Anschlüsse hier von den Tanks, also die Elektroanschlüsse für den Tankgeber. Und zwar habe ich die Leitung auch mit neu gemacht, die sind gut abgeschirmt, mit Silikon beschichtet und so weiter. Jetzt nehme ich euch mal mit in den Innenraum des Fahrzeugs, um euch zeigen zu können, wie ich das mit der Tankanzeige gelöst habe.
So, hier sieht man die Tankanzeige. Das ist die originale Tankanzeige, die hier auch verbaut war. Und ein bisschen weiter rechts ist ein Schalter verbaut. Gehen wir näher ran. Wie man erkennen kann, steht der Schalter jetzt auf Position 1. Das heißt, die Anzeige zeigt mir jetzt gerade den Füllstand des ersten Tanks an. Wenn ich jetzt aber den Drehschalter auf Position 2 stelle, dann zeigt mir dieselbe Uhr Füllstandanzeige von dem hinteren Tank an. Ich wollte hier nicht unbedingt noch eine zweite Uhr einbauen, insofern habe ich mich für diese Lösung entschieden. Und ich habe hier noch die Möglichkeit, Tank 3 anzuschließen. Die wollte ich haben, falls ich doch einen kleinen Offroad-Tank noch nachrüste, irgendwie von 50, 60 Liter Fassungsvermögen, kann ich über dieselbe Anzeige auch den Füllstand vom dritten Tank anzeigen lassen. Ja, die Bestellnummern von den Tankgebern, falls jemand die Anlage genauso nachbauen möchte, befinden sich bei mir auf der Homepage. Den Link dazu werde ich unten verlinken. Und ansonsten so viel zum Thema Kraftstoffanlage. Versteht mich nicht falsch, ich möchte keinem diese Lösung jetzt an die Nase binden und sagen, das ist jetzt alles perfekt. Es ist einfach nur ja, meine Wahrnehmung gewesen, was ich selber schon an Erfahrung sammeln konnte und gemacht habe. Insofern habe ich mich für diese Variante entschieden und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das wird auch in diesem Jahr das letzte Video sein. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch in das Jahr 2020 und wir werden uns garantiert im Januar sehen mit dem Thema Zwischenrahmen und dann geht es auch schon, denke ich mal, parallel mit dem Bau des Koffers an. Ich will mich aber noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil momentan ziemlich viel zu tun ist. Aber Anfang des Jahres, denke ich mal, wird der Kofferbau auch starten und da freue ich mich besonders drauf. Auch mit komplett aus Eigenleistung und wir werden sehen. Bis bald.